Gestern hat mich Daniel gefragt, wie er einen etwa 3000 Kilometer langen Trek, den er von Kalemoto heruntergeladen hat, in MRA zur Navigation nutzen kann. Dazu soll es heute ein kurzes Praxisvideo geben. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, dann schauen wir doch mal, wie wir Daniel helfen können. Wir starten erstmal Track of the Day, dann klicken wir hier oben auf den kleinen Globus und öffnen die Kalemoto Webseite. Ich suche jetzt einfach mal nach Touren, die länger als 1000 Kilometer sind. Ich habe ja auch schon was gefunden, was passen würde. Das ist eine Tour von Gibraltar bis ins Aargau, also in Richtung Zürich. So, und diese Tour hat über 4000 Kilometer. Da ist man ein paar Tage unterwegs. So, und diese Tour, die importieren wir jetzt mal hier in Track of the Day. So, der Import über Kalemoto, der dauert richtig lange, weil dieser Track halt doch auch sehr, sehr lang ist. So, den Track haben wir jetzt geladen. Wenn man sich den jetzt mal im Detail anschaut, dann sehen wir, der hat 4615,5 Kilometer und 192.227 Trackpunkte. Das ist also ein richtiger Klopper. Das Ding nehmen wir jetzt mal, klicken das mit der rechten Maustaste an und dann konvertieren wir diesen Track in eine Route. Die erstmal nur 29 Routenpunkte hat. Das ist einfach eine Voreinstellung für Garmin-Geräte. Das ist uns aber erstmal egal. Es geht einfach darum, dass wir aus dem Track eine Route erstellen. Jetzt wollen wir diese sehr, sehr lange Route in brauchbare kleine Portionen aufteilen, also in Tagesetappen. Dazu gibt es einen Assistenten in Track of the Day. Das ist das Aufteilen in Reisetage. Hier kann man jetzt sehen, wie dieser Assistent geöffnet wird. So, in diesem Assistenten kann man jetzt wählen, wie viele Stunden man fahren möchte, bei welcher Geschwindigkeit oder wie viele Kilometer man am Tag zurücklegen möchte. Man kann einstellen, wann die Tour denn losgehen soll und so weiter. Unten im Dialog gibt es einen kleinen Vorschaubereich, der wird dann schon mal grob überschlagen, wie viele Tage diese Tour denn dann dauern würde. Also wie viele Tagesetappen da entstehen werden. So, wenn ich hier 400 Kilometer am Tag einstelle, dann komme ich auf 12 Tagesetappen. So, das will ich mal nehmen. Ich klicke jetzt hier auf OK und jetzt arbeitet Track of the Day und jetzt wird diese ewig lange Route in 12 kleine Routen mit ungefähr 400 Kilometer je Tag halt aufgeteilt. So, das sehen wir jetzt hier. Wir haben jetzt 12 Routen. Wenn wir uns diese Routen jetzt im Detail angucken, dann haben die eigentlich nur einen Start, einen Stopp und so 1, 2, 3 Stopppunkte in der Mitte. Das liegt halt daran, dass der ursprüngliche Track nur 29 Routenpunkte hat. Das soll uns aber jetzt egal sein. Jetzt geht es darum, dass wir diese kleinen Routen wieder mit Routenpunkten auffüllen und zwar möglichst automatisch, ohne dass wir großartig was tun müssen. So, dazu klicke ich jetzt einfach eine dieser Routen mit der rechten Maustaste an und wähle alle Routen in Tracks konvertieren. So, das ist jetzt fertig. Wir haben jetzt eine Liste von 12 Tracks. So, die können wir hier anschauen. Da sehen wir, also die sind jetzt einfach kleiner, die sind besser zu handhaben und das sind einfach schöne Portionen, die man so Tag für Tag dann eben abfahren kann. Jetzt kommt der große Trick. Wir konvertieren alle diese Teiltracks wieder in Routen. Dann haben wir für jeden Tag eine Tagesetappe mit 29 Routenpunkten. So, das machen wir jetzt mal und hier sehen wir jetzt das Ergebnis. So, die Tracks hier oben, die waren auch temporär, die brauchen wir auch nicht mehr, die können wir auch alle löschen. So, unsere 12 Teilrouten sind jetzt fertig. Jetzt geht es darum, wie wir sie von Track of the Day in MRA hochgeladen bekommen. So, das möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen. Das ist ganz simpel. Dazu gibt es eine Funktion hier im Kontextmenü, die heißt alle Routen exportieren. So, das klicke ich mal an.
So, jetzt habe ich hier schon voreingestellt Standard GPX. Das ist also eine von vielen Voreinstellungen für den Routenexport. Ich gehe mal hier in den Editierdialog. So, da können wir sehen, das ist das hier, Standard GPX 80, generisches GPX-Gerät. So, hier kann man ein Zielgerät einstellen. Da habe ich Instant Sharing gewählt. Dann geht das Ganze direkt in mein OneDrive. Da muss ich also keinen Dateiauswahldialog bestätigen oder sowas. Das geht einfach alles ein bisschen einfacher und schneller. Beim Exportformat stellen wir jetzt hier VIA ein, dann werden im Grunde genommen nur die Routenpunkte exportiert, die wir hier als Wegpunktmarkierung sehen können. So, ein Track und POIs und so weiter brauchen wir alles nicht, die ganzen Häkchen nehme ich alle weg. So, jetzt sind wir eigentlich startklar. Jetzt klicke ich hier auf Export und jetzt läuft der Export los und jetzt werden alle 12 Routen der Reihe nach halt in mein OneDrive exportiert. So, wenn das fertig ist, können wir jetzt gleich bei den Infosites zu MRA navigieren. So, ich mache mal die Infoseiten auf. So, hier haben wir jetzt die Infoseite von MRA geöffnet. Hier sieht man, wo man sie findet. Also wir hatten vorher Kalimoto geöffnet und jetzt haben wir hier MRA geöffnet. So, auf dieser Seite gibt es hier oben sehr prominent den Button Upload. Und wenn man da klickt, kommt ein Dialog Hochladen. Da kann man Routen, Tracks, Tracklogs und POIs und so weiter hochladen. Wir gehen hier auf Route. So, beim Fahrmodus gibt es hier Auto, Motorrad, zu Fuß, Wohnmobil, LKW und so weiter. Ich nehme einfach mal hier Auto, das wird mit Motorrad auch funktionieren. So, jetzt sage ich hier Dateien auswählen. So, und jetzt muss ich die hier aus meinem OneDrive, aus dem Track of the Day Ordner nehmen. Ich markiere mal alle, klicke hier auf OK. So, jetzt werden die hier hinzugefügt und hier unten gibt es jetzt den Button Import. Da klicke ich jetzt mal drauf und jetzt werden die alle der Reihe nach in MRA importiert. Da sehen wir, die Liste wird jetzt langsam kleiner und die Routen finden wir jetzt gleich, wenn wir in die Liste der Routen in meinem MRA-Profil hineinschauen. So, 9, 10, jetzt noch die Nummer 12. So, jetzt sind wir schon fertig. So, hier sehen wir jetzt die ganzen Routen. Ich klicke jetzt mal hier die erste Route an. So, jetzt wird die im Routenplaner geöffnet und das ist jetzt hier das, was Track of the Day für uns erzeugt hat. Da können wir also sehen hier 29 Routenpunkte. So, sehen wir auch genau hier bei 390 Kilometern endet das Ganze. Also sind so ungefähr 400 Kilometer pro Tagesetappe. Ja, wenn man jetzt die MRA Gold Version hat und so weiter und die mobile App für Android oder iOS, dann kann man damit dann halt sehr schön von Gibraltar bis nach Zürich navigieren mit einem kleinen Umweg über Santiago de Compostela und durch Portugal. Ja, da ist man 12 Tage unterwegs und das macht sicher einen ganz, ganz großen Spaß. Okay, das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich. Und wenn ihr noch die kleine Glocke anklickt, dann werdet ihr künftig informiert, wenn es neue Tutorials zu Track of the Day gibt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis bald und tschüss.